open with a prayer. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for this new week. Herr, wir danken dir für diese neue Woche. And we thank you that we still have time to make our hearts right with you. Und wir danken dir, dass wir immer noch Zeit haben, unsere Herzen ins Rechte mit dir zu bringen. And help us to be grateful for your long-suffering spirit. Und hilf uns, dass wir dankbar sind für deinen langmütigen Geist. And help us now to open our hearts to receive your truth, Und hilf uns jetzt, dass wir unsere Herzen öffnen, deine Wahrheit zu erhalten. to be attentive, Dass wir aufmerksam sind that we might understand that your thoughts are not our thoughts. und dass wir verstehen mögen, dass deine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. And help us just to accept the way that things are laid out. Und hilf uns, dass wir das einfach annehmen, die Art, wie die Dinge ausgelegt sind. And help us to plead with you that you might help us to understand. Und hilf uns, dass wir mit dir flehen, dass du uns helfen kannst zu verstehen. And we ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so yesterday when we was going over this topic, I realised I bit off a little bit more than I could chew. Also gestern, als wir über das Thema gegangen sind, habe ich realisiert, es war ein bisschen mehr, als wir kauen konnten. It's an expression, yes. I mean that I was trying to do too much in not enough time. Also was ich damit meine, ich habe zu viel gemacht in nicht genug Zeit. Okay, so I'm just going to go back over some of these things in slow time. Ich werde jetzt über manche von diesen Dingen langsamer hindurchgehen. Okay, we're just going to build a picture. Wir werden einfach ein Bild aufbauen. So let's begin by going again to Genesis 3:15 and 16. Wir an, indem wir wieder zu 1. Mose 3, Vers 15 bis 16 gehen. Okay, it says, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee." So, in these two verses, there is a pattern, right? In diesen zwei Versen ist ein Muster. You've got the bruising of the heel Man hat das Zerstechen der Ferse by Satan against God's people. durch Satan gegen Gottes Volk. Then you've got the bruising of the head by God's people against Satan. Und dann hat man das Zerschmettern des Hauptes von Gottes Volk gegen Satan. Okay, and then you've got this parallels this point where the enmity against Satan is put in your heart. Und das ist auch parallel zu dem Punkt, wo die Feindschaft gegen Satan in dein Herz gelegt ist. And in between the heel and the head, there's this birth pangs. Right? Und zwischen der Ferse und dem Haupt sind diese Geburtswehen. Okay, so yesterday I was trying to show that there in this time period here, right? Und gestern habe ich versucht zu zeigen, dass in dieser Zeitspanne In some ways you have an illustration of the last week, right? It's a small fractal of it, right? da hat man im gewissen Sinne eine Darstellung der letzten Woche. Because you have the cross in the middle, and you have two periods of trial, Also right? das ist ein kleines Fraktal davon und man hat das Kreuz in der Mitte und links und rechts zwei Zeiten der Prüfung. Right. And the question that I was asking is the cross after the belly experience, or is it before the belly experience? Und die Frage, die ich gestellt habe, ist das Kreuz vor der Baucheserfahrung oder nach der Baucheserfahrung? Okay. And you can see that in some ways it's both, depending on what's been illustrated, Und right? wir können sehen, dass es im gewissen Sinne beides ist, abhängig davon, was dargestellt wird. Okay. And the point I was trying to make is that the bruising of the heel is marking the destruction of Jerusalem. Und der Punkt, den ich gemacht habe, ist, dass diese
Das Zerstechen der Verse markiert die Zerstörung von Jerusalem. At least it's marking the beginning of it, right? The Zumindest time period. markiert es den Anfang dieser Zeitspanne. But the bruising of the head is marking when Satan gets punished, the destruction of Babylon. Aber das Zertreten des Hauptes, das markiert, wenn Satan bestraft wird, das ist die Zerstörung von Babylon. Okay, and if you just go to this Jeremiah 13, Gehen wir zu Jeremia 13, verse 20. Vers 20. So basically, the point I was making is that at the cross, Sister White tells us that marks the destruction of Jerusalem, right? Also am Kreuz, das sagt uns Ellen White, dass es die Zerstörung von Jerusalem markiert. Because Christ said, tear down this temple, marking his death, and 3 days I will raise it up, right? Christus hat gesagt, zerstört diesen Tempel, also es markierte seinen Tod, und in 3 Tagen werde ich es aufbauen. And this is the sign that they were asking for, right? Das war das Zeichen, nach dem sie gefragt haben. Okay, and then when you go to elsewhere in Matthew 12, they also ask him for a sign. Und wenn man woanders hingeht, in Matthäus 12, da bitten sie ihn auch um ein Zeichen. And he says that I'll give you no sign but the sign of Jonah the prophet. Und dann sagt er, ich werde ihnen kein Zeichen geben, als nur das Zeichen von Jona, dem Propheten. And he says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the heart of the earth, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights. As Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Und dann hat er gesagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Wales war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. So, those 3 days where he rebuilds the temple are the same 3 days that he's in the earth, right? Also diese 3 Tage, wo er den Tempel wieder aufbaut, das ist auch dieselbe 3 Tage, wo er im Herzen der Erde ist. It's the same 3 days where Jonah's in the belly, Das sind right? dieselben 3 Tage, wo Jona im Bauch ist. And at the end of that belly experience, Jonah comes out with great substance. He comes out filled with the Holy Spirit, Und right? am Ende von dieser Baucheserfahrung kommt Jona mit großer Habe heraus, er ist dann gefüllt mit dem Heiligen Geist. Right? But the point I was making is that Christ already had the victory here, right? Der Punkt, den ich gemacht habe, ist, dass Christus, er hatte diesen Sieg schon hier errungen. Because when he went to the cross and died, he says, it is finished, Weil right? als er zum Kreuz ging und gestorben ist, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Sister White parallels with it, it is done, right? Ellen White setzt damit parallel, es ist geschehen. Right? But just go to the 7th plague, right? In Revelation 16. Und gehen wir zu der 7. Plage in Offenbarung 16. Verse 17. Offenbarung 16, Vers 17. It says, and the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple from the throne of heaven, from the throne, saying what? It is done. Es ist geschehen. Right? So, right here, it is done. Right? Also hier wird gesagt, es ist geschehen. It is finished. Es ist vollbracht. Okay, she says, it is done, it is finished, in one of her quotes, In right? einem ihrer Zitate sagt sie, es ist vollbracht, es ist geschehen. Investigative judgment begins here, or should I say, the Day of Atonement begins here, right? Der Versöhnungstag fängt hier an. And when it begins, do people enter into a belly experience? Und wenn es anfängt, treten da Leute in eine Baucheserfahrung ein. Margaret, do they enter into a belly experience? Treten sie da in eine Baucheserfahrung ein. Who does? Wer zum Beispiel? No, I'm asking here. Who enters into a belly experience here? Wer tritt hier in eine Baucheserfahrung ein? Go on, Day of Atonement. They're casting lots. Versöhnungstag, sie werfen die Lose. Marius, want to help her out? Those that represent No. Give me a place in the Bible. Leviticus 16 or No. That's what we're talking about, the Day of Atonement. Show me in the Bible where people enter into a belly experience there. Also zeigt mir in der Bibel, wo Leute hier in eine Baucheserfahrung eintreten. Okay, Esther. Mordecai, right? Das ist ja Mordecai in Esther. Mordecai, here's the cast lots for the death decree. Death decree comes, Mordecai immediately
enters into that, right? Also hier werfen sie die Lose für das Todessekret und wo er das hört, dann tritt er sofort in diese Erfahrung ein. Okay, Garden of Gethsemane. Und der Garten Gethsemane. Yeah, Christ is praying 3 times, right? Christus betet 3-mal. And then at the end of that, the angel comes down and strengthens him, right? Und am Ende davon kommt der Engel herunter und stärkt ihn. Right? And when do you get strengthened? Und wann wirst du gestärkt? When you have the revelation, Wenn du right? die Offenbarung hast. Okay? So the angel coming down would mark the end. Christ is now strengthened. He's conquered, right? Wenn der Engel herunterkommt, dann markiert es diesen Punkt, wenn er jetzt gestärkt wird, er hat jetzt überwunden Okay, oder now gesiegt. I don't know that I kept this quote. That's a bit, but it doesn't matter. We will come back to this quote probably tomorrow. But remember the quote yesterday. She paralleled 3 things: Gethsemane, the wilderness, and the cross. Right? Und, wir haben gestern dieses Zitat gelesen, wo sie diese 3 Dinge parallel setzt. Es ist Gethsemane, die Wüste und das Kreuz. So the wilderness, Christ 40 days in the wilderness, and he comes, and the final test. Satan tempts him how many times? Also Christus ist 40 Tage in der Wüste und dann kommt dieser finale Test und Satan, wie oft versucht er ihn? 3 times, right? 3-mal. And at the end, Satan flees from him, right? Und am Ende flieht Satan von ihm. Right? And it's marked there, Satan fleeing away, right? Es ist dort markiert, Satan flieht weg. Okay, it's the same in the Garden of Gethsemane. All the evil angels are surrounding him, right? And it represents the shaking vision, right? Es ist dasselbe im Garten Gethsemane, all die bösen Engel, die umlagern ihn und das ist markiert durch die Erschütterungsvision. So at the end of the shaking vision, they are conquerors, Und right? am Ende der Erschütterungsvision sind sie Sieger. So right here, when he says it's done, you have a people represented by Christ who have conquered, Also right? hier, wenn er sagt, es ist geschehen, da hat man ein Volk, was durch Christus dargestellt ist, sie haben also gesiegt. Everybody follow, Kann jeder right? folgen. So, and it goes on along with this line, with this allegory, that 6 years you're to serve, right? And then brings you to the 7th year, right? Das ist in Übereinstimmung mit diesem Gleichnis, dass du 6 Jahre lang dienen solltest und das bringt dich dann zu dem 7. Jahr. Okay, the years here are parallel to the plagues, Die right? Jahre hier sind parallel mit den Plagen. So here's the end of the 6th year, and it says you're to be set free, right? Hier ist das Ende des 6. Jahres und das sagt, dann sollst du freigesetzt werden. But then it says you're not set free until the end of the 7th year, Aber right? dann sagt es, du bist nicht freigesetzt bis zum Ende des 7. Jahres. Right? And that's like Christ. He says it is done, but he has to wait until the temple's built 3 days, right? Das ist so wie bei Christus, er sagt, es ist geschehen, aber er muss dann warten, bis der Tempel aufgebaut ist nach 3 Tagen. Because the rest of the people are not finished, Der right? Rest der Leute ist nicht vollendet. Right? We know that this is represented by 1 year because when Daniel stands before Nebuchadnezzar, he warns him at the end of the year, he punishes him, or he gets punished. Wir wissen, dass das eben auch dargestellt ist durch das eine Jahr, weil wenn Daniel hier von Nebukadnezar steht, da warnt er ihn und nach einem Jahr wird er bestraft. Right? So this period here leads to the bruising of the heel. And the bruising of the heel is the destruction of Jerusalem. Also diese Zeitspanne, die führt dann zu dieser Zerstechen der Ferse und das Zerstechen der Ferse ist die Zerstörung von Jerusalem. But it marks the beginning of the destruction of true Jerusalem, right? Es markiert den Anfang der Zerstörung von wahrem I Jerusalem. mean in the sense that they go to punish true Jerusalem, but do they succeed? Aber in dem Sinne, dass sie gehen, um Jerusalem zu bestrafen, also das wahre Jerusalem zu bestrafen, aber siegen sie? No, they don't succeed, right? Also ihnen gelingt es dann nicht. And therefore, when they go to put God's people to death, it seals their fate, Deswegen, right? wenn sie hingehen, um Gottes Volk zu Tode zu bringen, dann besiegelt das ihr Schicksal. Okay, so who you have get destroyed here is the false shepherds, Weil right? diejenigen, die hier zerstört werden, das sind die falschen Hirten. Smite the shepherd and the flock shall be
scattered, right? Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. And when Christ went to the cross, he's playing the role of these false shepherds being smitten, Und als right? Christus zum Kreuz ging, da hat er die Rolle gespielt von den falschen Hirten, die geschlagen werden. But it's not complete yet. It has to go all the way till the day of the Lord, Aber right? es ist noch nicht abgeschlossen, es muss dann die ganze Zeit hindurchgehen bis zum Tag des Herrn. How many classes was in the womb? Wie viele Klassen waren im Mutterleib? 2, right? And don't Zwei. just one person. Everybody should be acknowledging. 2 people, right? 2 Leute. Okay? And one was Jacob and one was Esau, right? Einer war Jakob, der andere Esau. Esau comes out hastily, right? Esau, er kommt eilig heraus. And how does he look when he comes out? Wie sieht er aus, wenn er herauskommt? He's just red all over, Er right? ist überall rot. Okay? And he goes into the field, right? Und er geht ins Feld. And he's a warrior, Und right? er ist ein Kämpfer. Okay, so it can also tell you he's trying to do everything in his own strength, Also right? das sagt uns, dass er alles in seiner eigenen Kraft tut. Whereas Jacob, what did he do? Wohingegen Jakob, was hat He er getan? tarried, waited for the appointed time, Er right? hat eben verzögert, gewartet auf die bestimmte Zeit. Right? All these points you have to bring together and look at them very closely, All right? diese Punkte muss man zusammenbringen und sie ganz genau anschauen. Okay, so and just go to the first quote and we'll finish off this thought here, right? Gehen wir zu dem ersten Zitat, dann werden wir diesen Gedanken abschließen. It says, in the statement, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, God pledged himself to introduce into the hearts of human beings a new principle, a hatred of sin, of deception, of pretense, of everything that bears the marks of Satan's guile. Right? In the fullness of the time, Christ came. Now, we know, we've read the quote many times, Sister White says, in the fullness of the time, Christ was born. Right? Wir wissen, wir haben dieses Zitat oft gelesen, dass an der Fülle der Zeit Christus geboren wurde. Right, so here you have, excuse me, here you have the birth of Christ, right? Hier hat man die Geburt Christi. Because also it's marking the point, because he's in the, we went, just remind us, go to Matthew 28. Zu erinnern, gehen wir zu Matthäus 28. It's the end of the 3 days. Das ist das Ende der 3 Tage. And verse 1, Matthäus 28, Vers 1. it says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week. So there's the 3rd day, right? Das ist der 3. Tag. Came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre, and behold, there was a great earthquake. For the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Okay, and this is where Christ is resurrected, right? Which is his birth, Christus auferweckt, was seine Geburt ist. right? So Christ is in this illustration from Garden of Gethsemane to here is illustrating 2 groups of people, right? Also Christus vom Garten Gethsemane bis zu seiner Geburt oder Till his resurrection. bis zu seiner Auferstehung stellt 2 Klassen von Leuten dar. First group conquers here, Die erste Gruppe siegt hier, but they have to wait patiently until the second group is done, aber right? sie müssen dann geduldig warten, bis die zweite Gruppe abgeschlossen Now ist. Christ, as a body of people, right, is resurrected when they come out of Egypt, right? Jetzt ist Christus als mehrere Leute Ein Leib. Volk. Okay, also Christus dargestellt durch ein Volk, sie kommen dann aus Ägypten. Okay, remember how when they come out of Egypt, how are they coming out of Egypt? Und denkt daran, wenn sie aus Ägypten herauskommen, wie kommen sie da What's the raus? only way possible for them to come out of Egypt? Was ist die einzige Art,
also Möglichkeit, dass sie aus Ägypten herauskommen. No, you must, that's has to mark for them when they come out. But what's the only way possible for them to come out? Die Nation muss gerichtet werden, das markiert, wenn sie herauskommen, aber was ist der einzige I Möglichkeit, mean, what are they in? damit sie herauskommen können? In was befinden sie sich? Okay, so what's the only way possible for them to come out of there? Sie sind in Knechtschaft, deswegen was ist die einzige Möglichkeit, dass sie da rauskommen können? Set free. What are they praying for? Für was beten sie? Okay, so how's the only way possible for them to come out? Befreiung, deswegen was I made this point. It's very important that we get this. ich habe diesen Punkt schon gemacht, es ist sehr wichtig, dass wir das erhalten. Launch, you know. They need a deliverer. They need a deliverer, Sie right? brauchen einen Befreier. Christ is the deliverer right here. He goes to the cross, right? Christus ist hier der Befreier, er geht zum Kreuz. Now they have a deliverer. Now the rest of these people can be set free, Jetzt right? haben sie einen Befreier und jetzt kann der Rest von den Leuten freigesetzt werden. Right? We read this point. Both the New Testament and the Old Testament both make this point, right? Wir haben diesen Punkt gelesen und auch sowohl das Alte als auch das Neue Testament machen diesen Punkt. Okay, so let's just remind us of this point. Go to Galatians chapter 3. Lass uns an diesen Punkt erinnern, gehen wir zu Galater 3, And verse 27. Vers 27. It says, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise." So what's the only way that you can be Abraham's seed to come out of Egypt? Was ist die einzige Art, dass du Abrahams Same sein kannst und aus Ägypten kommen kannst? Thank you. To be baptized into the deliverer, right? Dass du in den Befreier getauft wirst. Right? And baptism is, you go into water, right? And then you come out of water, Und bei right? der Taufe, da gehst du in das Wasser und dann kommst du aus dem Wasser heraus. And Christ says, okay, what was the baptism that Christ had to be baptized with? Und was war die Taufe, mit der Christus getauft werden? Water and fire. No, that's not what he... Yes. No, Margaret, that's your thing, it's something different. I'm asking a different question. What was the baptism that Christ had to be baptized with? He says it. It was the cross, Also right? es war das Kreuz. Right? It was the cup that they had to drink, Es war right? der Kelch, den sie trinken mussten. Now, Margaret, come back to your thought from yesterday. Who came up and surrounded Jerusalem? Jetzt zu dem Gedanken, den Margret gestern aufgebracht hat. Wer kam herauf, um Jerusalem zu umlagern? Come on, you brought this point out to me right at the end. What was it? Who came up and surrounded it? Wer kam? No, Margaret, that was not what we were talking about. We're talking about the cup, right? So who was Über it? den Kelch. Or Rabshakeh. And what does Rabshakeh mean? Das war Rabschake und was bedeutet das? Okay, the cup bearer, right? Der Kelchträger, So he came up, surrounded Jerusalem. Mundschenk. He came up, surrounded Jerusalem to give them the cup, Also right? er hat Jerusalem umlagert, um ihnen den Kelch zu geben. Right? He was making them drink the cup, Er hat right? sie dazu gebracht, den Kelch zu trinken. But it says in the Bible, once they've drunk the cup, he takes it from them and gives it to the ones that made them drink it, right? Aber in der Bibel sagt es, sobald sie den Kelch getrunken haben, nimmt er es von ihnen und gibt es denen, die sie dazu gebracht haben, ihn zu trinken. Right? This is so when he gives you the cup, that's the heel being bruised, right? Wenn er dir den Kelch gibt, dann ist es die Ferse, die But zerstochen when they werden. take the cup off of him and give it to the ones they gave it to, that's them getting their head bruised, Aber right? wenn ihnen dann dieser Kelch genommen wird und den anderen gegeben wird, dann ist es ihr Haupt, das zertreten wird. Okay, so Christ drinks the cup,
here, because it says in Gethsemane, he drank the cup to the dregs, right? Christus, hat dann hier den Kelch getrunken, weil es sagt, im Gethsemane hat diesen Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Right. And then, so he turned around to them, are you able to drink of the cup? They says, yes, Lord, we are able. And he says, and you will drink of that cup. Right? Er hat gesagt, könnt ihr diesen Kelch trinken? Und sie haben gesagt, ja, Herr. Und er hat gesagt, ja, ihr werdet von diesem Kelch trinken. And here's where they're drinking of that cup, right? Und hier ist es, wo sie dann von diesem Kelch trinken. They go to the cross because Christ went to the cross. Sie gehen zum Kreuz, weil Christus zum Kreuz gegangen And he war. tarries patiently until they're done, right? Und er wartet dann geduldig, bis sie abgeschlossen sind. Right? Everybody see that? So jeder when you das get the sehen? end here, everybody's complete. Wenn man zum Ende kommt, dann ist jeder abgeschlossen. And now Babylon gets punished. Und jetzt wird Babylon bestraft. Remember, Moses and Aaron are the sign and they come here. Und denkt daran, Mose und Aaron sind das Zeichen und sie kommen hier. So they ask Christ for his sign. He says, tear down Jerusalem and in 3 days I will rebuild it. Und sie fragen ihn um ein Zeichen und er sagt, zerstört Jerusalem und in 3 Tagen werde ich es aufbauen. Moses and Aaron come here and they are the sign, right? Mose und Aaron kommen hier herauf und sie sind das Zeichen. Who was Moses? Wer war Mose? The deliverer. Der Befreier. So what must they do in order to escape from Egypt? Deswegen, was müssen sie tun, damit sie aus Ägypten herauskommen können? Be baptized into Moses. Go to 1 Corinthians chapter 10. Sie müssen in Mose getauft werden. Gehen wir zu 1. Korinther 10. Verse 1. Vers 1. It says, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Right? If you be Moses, then you're Abraham's seed and heirs according to the promise. Also wenn ihr Mose angehört, dann seid ihr Abrahams Same und Erben gemäß der Verheißung. Right? Richtig? Is everybody following? Right? Folgt jeder? Yes. It's a pattern, right? So you see this pattern, right, from the beginning here, right through to the end, how both groups get brought through that experience until it's complete, right? Das ist ein Muster, das ist von hier am Anfang bis zum Ende und es ist dann ein Muster dafür, dass dann beide Gruppen durch diese Erfahrung gehen, bis es abgeschlossen ist. Okay. And if the first group don't go to the cross here, there's no deliverance. Und wenn die erste Gruppe hier nicht zum Kreuz geht, gibt es keine Befreiung. So we can be grateful that there are anointed ones in heaven who went to the cross for us, right? Wir können dankbar sein, dass es Gesalbte im Himmel gibt, die für uns ans Kreuz gegangen sind. Like Christ went to the cross for them, right? So wie Christus für sie ans Kreuz I mean, gegangen ist. ultimately Christ went to the cross for everybody, right? Also letztendlich ist Christus für alle ans Kreuz gegangen. But he anoints now the 2 anointed ones and they go in his stead, right? Er salbt jetzt die 2 Gesalbten und sie gehen an seine Stadt. Right? The 2 anointed ones get called up hither, right here, right? Die 2 Gesalbten werden hier heraufgerufen. They are the ones, they are now this woman in heaven, right? In Revelation 12. Sie sind jetzt diese Frau im Himmel in Offenbarung 12. And what's she doing? Und was tut sie? Yes, for this baby that's in her womb, right? Sie ruft jetzt um Befreiung für dieses Baby, was in ihrem Bauch ist. Travailing. Geburtswehen. Achso, sie liegt in Geburtswehen für das Baby, was in ihrem Bauch ist. Follow the pattern, right? I said cried. Okay. But it's this marking this belly experience, right? Right here, right? Also es markiert diese Baucheserfahrung hier drin. Yes, have we see that? Kann das jeder sehen? It's also scripture in Ephesians 4 in verse 19 What's it to do with Lawrence? with this travailing, like the woman. In Revelation 12 it says, Paul says, my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Yes. Wo stand das?
Galatians 4 verse 19. In So, Galater 4, Vers 19. Paul would be the Paul would be the first one who's gone through it, and now he's travailing for his children, right? Also Paulus wäre der Erste, der hindurchgegangen ist, und jetzt liegt er in Geburtswehen für die Nächsten. So the two witnesses who are in heaven on our behalf, right? Die zwei Zeugen, die im Himmel sind, unseretwillen, They are travailing for us, right? So that he can bring forth us as children right here, right? sie liegen in Geburtswehen für uns, damit wir dann als Kinder für sie hervorgebracht werden. Okay, we're not in the Sunday law, but just in the same pattern in our time, right? Wir sind jetzt nicht im Sonntagsgesetz, aber in unserer Zeit ist es dasselbe Muster. Everybody see that, Kann das jeder sehen? right? It's real important that you bring all these things and you look at it very carefully, point by point. Who is who? Who is doing what? How is this illustrated, Es ist right? sehr wichtig, dass wir das genau anschauen und alle Punkte zusammenbringen und sehen, wer ist wer und wer stellt was dar. Okay, so you have a birth here and it leads to a birth there, Also right? man hat eine Geburt hier und das führt zu einer Geburt hier. Yes? Ja? Okay. Glad we can see that, right? Ich bin froh, dass wir das sehen können. So, so the fullness of the time, right, was when they came out of Egypt, right? Die Fülle der Zeit war, als sie aus Ägypten heraus. It's also marking the birth of Christ, Das markiert right? auch die Geburt Christi. Yes. Now that's important that we try to keep all those thoughts in your mind. You should be thinking about these things constantly, right? Es ist wichtig, dass wir all diese Dinge im Verstand halten. Wir sollten beständig über diese Dinge nachdenken. Okay, now go to Genesis 15. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 15. And here's the promise, right? Hier ist die Verheißung. Because again, in these verses, there is a pattern, Weil right? wieder in diesen Versen gibt es ein Muster. And the only way that we can understand is by taking the pattern and laying it on our line, right? Die einzige Art, wie wir das verstehen können, ist, indem wir das Muster nehmen und es auf unsere Linie legen. Okay, verse 13. 1. Mose 15, Vers 13. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Right? So we know that the Sunday law, right, is marking this 400 years in captivity, right? Wir wissen, dass das Sonntagsgesetz diese 400 Jahre in Gefangenschaft markiert. Okay. Pharaoh, you know, when Pharaoh is afflicting them, he's afflicting them over the Sabbath issue, right? Und wenn Pharao sie unterdrückt, dann unterdrückt er sie wegen dem Sabbat-Streitthema. Okay, Moses and Aaron come up here and, you know, they say, let my people go, so they can keep the Sabbath, right? Moses. 3 days. Mose und Aaron, sie kommen hier hin und sagen, lass mein Volk ziehen, damit sie den Sabbat halten können. 3 Tage. Okay, so anyway, I'm not going to go into that too much. The point is, what I want us to think about, the 400 years, where did it begin in history? Also ich werde darauf jetzt nicht so sehr eingehen, aber über diese 400 Jahre, denkt darüber nach, wo sind sie parallel in der Geschichte. What was the Fingen sie an. Wo fingen sie in der Geschichte an? What was it that caused the beginning of the 400 years? Was war es, was den Anfang der 400 Jahre markiert hat? Ishmael persecuted Isaac. Yeah, where Ishmael begins to persecute Isaac, Wo right? Ismael angefangen hatte, Isaak zu verfolgen. Children of the flesh persecute the children of the spirit, Die right? Kinder des Fleisches verfolgen die Kinder der Verheißung, So, des Geistes. Ishmael against Isaac, right? Ismael gegen Isaak. That's what marks the beginning
of the 400 years, right? Das markiert den Anfang der 400 Jahre. They weren't fully in Egypt for 400 years. It's just part of that 400 years. They were literally in Egypt, Sie right? waren nicht vollständige 400 Jahre in Ägypten. Es war nur Teil davon, wo sie in Ägypten waren. Ishmael, who was he? Und wer war Ismael? He was an Egyptian, Er war ein Ägypter, right? richtig? His mother was an Egyptian, Seine Mutter war eine Ägypterin. right? Okay. Got to get all these points, Wir right? müssen all die Punkte begreifen. Okay, so it's basically teaching us that at the end, the children of the flesh get punished, right? Das lehrt uns im Grunde, dass am Ende werden die Kinder des Fleisches bestraft. Christ, when he comes out, okay, let's not put that thought. Christ is given the last warning message here. How is that illustrated? Christus gibt hier eine letzte Warnungsbotschaft. Wie wird das dargestellt? The triumphal entry, so how is it Der illustrated? triumphale Einzug, wie wird das also dargestellt? He's riding Ishmael, right? Er reitet Ismael. Ishmael's likened unto this wild ass, right? Ismael wird mit diesem wilden Esel verglichen. So Christ, when he goes to the cross, he conquers the children of the flesh, right? Also Christus, wenn er ans Kreuz geht, dann besiegt er die Kinder des Fleisches. Satan's agents, right? I've got no power over him anymore, right? Satans Agenten haben dann keine Kraft mehr über ihn. But the rest of those that are travailing in the womb, who's persecuting them? Und der Rest von denen, die im Mutterleib noch in Geburtswehen liegen, also wer verfolgt sie? Satan, right? It's a war in heaven, right? Satan, weil da ist ja ein Krieg im Himmel. And Satan does it through his agents, Und right? Satan macht doch das durch seine Agenten. So what this group has conquered here, they now got to bring them through in this last warning message through the same point till the 400 years are finished, right? Wenn die erste Gruppe gesiegt hat, dann müssen sie hier noch diese letzte Warnungsbotschaft geben, until, The 400 years are finished. bis die 400 Jahre abgeschlossen sind. And who does he punish? Wen bestraft er? Pharaoh, Pharao, yeah? The Egyptians, right? die Ägypter. The Egyptians get punished here, right? Die Ägypter werden hier bestraft. On the 14th, Passover, Am right? 14. Passa. So there's two punishments, a punishment here, and then there's a punishment there, Und es gibt zwei Bestrafungen. Eine Bestrafung hier, eine Bestrafung dort. right? It's all showing the same thing over and over, right? Es zeigt alles dasselbe, immer und immer wieder. Okay, so now go to Jeremiah 25, Gehen wir jetzt zu Jeremia 25. because you see the same pattern, Da right? sehen wir dasselbe Muster. So it says, and this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon. And that nation, saith the Lord, for their iniquity, and the land of the Chaldeans, and I will make it perpetual desolations. Right? Okay, now there's much we could say about these two verses, but in one sense, this 70 years illustrates the Sunday law, right? Also man kann viel über diese zwei Verse sagen, aber diese 70 Jahre stellen das Sonntagsgesetz dar. What correlations do we see here with Egypt? Und welche Zusammenhänge können wir hier mit Ägypten sehen? 400 years they'll be punished. 70 years they'll be punished. Nach 400 Jahren werden sie Okay, bestraft. you're going to und the hier nach end 70 and there's Jahren other information there. That's true, but what? There's other things in there. Da gibt es noch weitere Dinge da. Surfing. Right, it says, these nations shall serve the king of Babylon, right? Es sagt, diese Nationen werden dem König von Babylon dienen. So what you have is a period of 70 years of servitude. Also was man hat, ist eine Zeitspanne von 70 Jahren der
Dienerschaft oder And at the Knechtschaft. end of that servitude, the king who's causing them to serve gets punished. Und am Ende dieser Zeit der Knechtschaft wird dieser König bestraft, der sie dazu brachte zu dienen. Right? Richtig? Okay. So, go to the next quote from Proverbs and Kings. Gehen wir zum nächsten Zitat von Propheten und Könige. It's later, it's nice, because it's later that they come out with great substance, right? It's like the king's punished, like, at that point, like at the first birth, but it's later that they come out with great substance when they actually go back to Jerusalem and all this building material given. No. Why are you saying that? Why not? It's like they first come out of Babylon at the first when Babylon's punished, but they don't actually get back to Jerusalem until No. later when they come out with great substance. You're just changing it now. They come out with great substance here, out of Egypt. That's exactly Wir what I'm kommen saying. hier Okay, mit that's where they come out of großer Babylon. heraus aus Ägypten und aus No, Babylon. this is where the king of Babylon gets punished. Hier wird der König von Babylon Not bestraft. anywhere else. It's right here. Nicht woanders. No, no, just follow the No, pattern, I Scott. am, but in history, It doesn't matter. We'll talk about that, right? You're following now a chronological sequence of events. We are taking a pattern. Wir nehmen jetzt ein Muster, keine chronologische Abfolge von Ereignissen. chronology actually fits No, that. the chronology is not. This is where the king of otherwise you're saying the king of Babylon gets punished here. Dann sagst du, dass der König von Babylon hier bestraft Well, werden there is a würde. punishment there. It doesn't matter. That's not where the king of Babylon gets punished. The king of the north is coming up here and surrounding Jerusalem. So how's he destroyed there? Also hier wird der König von Babylon nicht bestraft, weil der König des Nordens kommt ja hier gegen Jerusalem Okay, belagert. just follow the pattern. This is the same pattern as Egypt, right? Folgt dem Muster. Das ist dasselbe Muster wie in Ägypten. Okay, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, "Today the Church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the salvation of a lost race. For many centuries, God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest of penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's great moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution, as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile." Right? So, it's talking about the 1260, right? Er spricht über die 1260. And when does the 1260 go to? Bis wohin geht die 1260? Okay, so it goes to the time appointed, which is the fullness of the time, Geht right? bis zu der bestimmten Zeit, was die Fülle der Zeit ist. Right? So she's paralleling the 70 years with the 1260, Sie right? setzt die 70 Jahre mit der 1260 We parallel. know the 1260 is the Sunday law, right? Die 1260 ist das Sonntagsgesetz. And then it says in the next paragraph, Im nächsten Absatz sagt es, "But thank God his church is no longer in what? Gott sei Dank ist die Gemeinde nicht länger in Bondage, right? Knechtschaft. To spiritual Israel have been restored the privileges accorded the people of God at the time of their deliverance from Babylon. In every part of the earth, men and women are responding to the heaven-sent message, which John the Revelator prophesied would be proclaimed prior to the second coming of Christ. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come." Now, I'm not arguing the point that you can also mark the first angel's message here being proclaimed in the last warning message. Und ich Right. bestreite diesen Punkt nicht, dass man auch hier die erste Engelsbotschaft markieren kann, wo sie als letzte Warnungsbotschaft Because verkündet you've wird. got two fractals here. But it was on August the 11th, 1840 that the first angel's message went forward to the whole world. Aber Right? man hat hier eben zwei Fraktale, aber es war ja am 11. August 1840, wo die erste Engelsbotschaft zu der ganzen Welt ging. Right? And this is what it's marking here, right? Und das markiert es hier. Because the 1260 in the Bible goes to the time appointed. Weil Right? die 1260 in der Bibel geht bis zu der bestimmten Zeit.
this is where it gets cut short, right? Hier wird es eben verkürzt. Okay, so, but the point I want you to see here, if you just go to the end of the first paragraph, Wir gehen last jetzt sentence, zu dem letzten Satz von dem ersten Absatz. says, God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution, as were the children of Israel held captive in Babylon. So what's it paralleling, right? Also mit was ist parallel? The time period that they're in Babylon, Mit der right? Zeitspanne, wo sie in Babylon sind. Okay, because at the end of in 1798, what happened to Babylon? 1798, was ist mit Babylon geschehen? The deadly wound. The papacy gets punished, right? Tödliche Wunde, das Papsttum wird bestraft. And that's right here. Babylon is fallen, right? Das ist hier, Babylon ist gefallen. Okay, this is where Babylon gets punished. Hier wird Babylon bestraft. But the point I want you to see is that this 70 years which we read above in Jeremiah 25, 11 and 12, Der Punkt ist, dass diese 70 Jahre, über die wir in Jeremia 25, Vers 11 bis 12 gelesen haben, okay, it did not begin with them going into Babylon, es hat nicht angefangen, als sie also nach Babylon gingen. right? So you have these 270 years, right? Dann hat er diese 72 Jahre. And this is Jeremiah 25 verses 11 to 12. Das ist Jeremia 25, Verse 11 bis 12. Actually, the other way around, excuse me, sorry. Yes. Das ist andersrum. Okay, so literally in history, it was like this, and there was 3 years at the beginning and the end, right? Also buchstäblich in der Between Geschichte them. war das so und da gab es 3 Jahre am Anfang und auch 3 Jahre am Ende dazwischen. Okay, because if you just go to the if you go to 2 Kings 24 verses 1 and 2, it's just underneath that quote. 2. Könige 24, Vers 1 und 2, das ist unter dem Zitat. It says, in his days Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his what? Servant. There's where the servitude begins, right? Joachim wurde sein Knecht, da fängt diese Knechtschaft oder Dienerschaft an. It says 3 years, and he turned and rebelled against him. And the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon. 4 bands, right? 4 Banden. Okay, and sent them against Judah to destroy it, right? So it's typifying the destruction of Jerusalem. Es schattet die Zerstörung von Jerusalem He doesn't voraus. destroy it there, right? He takes Daniel and his colleagues into captivity, right? Er zerstört, ist noch nicht da. Er nimmt nur Daniel und seine Gefährten in die Gefangenschaft. But I just want you to see that it marks it, that he sends these 4 bands to destroy it, Und ich right? möchte euch nur sehen lassen, dass es hier markiert ist, dass er diese 4 Banden sendet, um sie zu zerstören. Now if you just go back to Jeremiah 25 verse 11, Gehen wir nochmal zurück zu Jeremia 25, Vers 11. right? It begins, it says, and this whole land shall be a desolation. Right? And has all the language of the destruction of Jerusalem right at the beginning of those 70 years. Also es Right? sagt, dieses ganze Land soll eine Verwüstung sein. Und es hat diese ganze Sprache von der Zerstörung von Jerusalem schon am Anfang der 70 Jahre. Right? And so that's here. Excuse me.
That's marking here, Jeremiah 25 verse 10, right? Das ist hier markiert, Jeremia 25, Vers It 10. says the whole land shall be a desolation and they're going to serve him for 70 years. Es sagt, das ganze Land wird eine Verwüstung sein und sie werden ihm 70 Jahre lang dienen. Okay, so it says man shall not live by bread alone but by every word, Und right? es sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jedes Wort. So why does the Bible mark that there at the beginning? We got to ask ourselves that, Und wir right? müssen uns das fragen, warum markiert die Bibel das hier am Anfang? Okay, but so he comes up, he makes Jehoiakim his servant, and after 3 years he rebels. Also er Right. kommt herauf und macht Joachim zu seinem Knecht und nach 3 Jahren rebelliert er. Okay, and he takes the first group of people into Babylon Und Right. dann nimmt er die erste Gruppe von Leuten also nach Babylon for 70 years. für 70 Jahre. When you come to the end here, right, you have Cyrus comes up here and punishes the king of Babylon, Und right? wenn die zum Ende kommt, dann ist Kyros, der heraufkommt und er bestraft Babylon. Right? He judges Babylon, but it's not until 3 years later that they come out of Babylon, Er right? richtet Babylon, aber erst nach 3 Jahren kommen sie aus Babylon heraus. Right? So this is why what Scott's talking about. But the king of Babylon does not get punished there, right? Darüber hat auch Bruder Scott gesprochen, aber der König von Babylon wird da noch nicht bestraft. Although saying that, I also want to know what these 3 years at the beginning and the end represent, right? Also, wenn ich das sage, ich möchte auch verstehen, was diese 3 Jahre am Anfang und Ende markieren. But nonetheless, Sister White takes the 1260 and she's paralleling it with this 70 years, Aber right? nichtsdestotrotz, Ellen White nimmt die 1260 und sie setzt es parallel With this 70, the top one. dieser obersten 1260. Because this is the 70 years where they were in Babylon, Weil right? das waren die 70 Jahre, wo sie in Babylon waren. Okay, but at the end, so if you take this to 1260, that's what she's paralleling, right? Wenn man diese 1260 nimmt, das ist, was sie damit parallel setzt. At the end of 1260, what happens to the papacy? Am Ende der 1260, was geschieht mit dem Papsttum? Gets judged, right? Er wird gerichtet. So we can know for sure that this and this, okay, this 70 is this 70, they're both paralleling each other, Also wir right? können sicher sein, dass Prophetically. diese 72 Jahre miteinander parallel sind, prophetisch gesehen. Okay, because when we'll see it, when you go to Daniel chapter 1, Wir werden das sehen, wenn man zu Daniel 1 geht. Daniel chapter 1 marks this 70 years, right? Markiert Daniel 1 diese 70 Jahre, When they go into captivity, right here. wenn sie dann hier in die Gefangenschaft gehen. And it's marking the Sunday law. Und es markiert das Sonntagsgesetz. Okay. But in order for them to come out, he has to be punished, Und right? damit sie herauskommen können, muss er bestraft werden. And he's punished here. Und er wird hier bestraft. So this 70 years is just part, they're all showing the same thing, Also right? diese 70 Jahre ist einfach parallel mit dem allen. Das alles zeigt dasselbe. Okay, so it's not a chronology, it's we've got to rightly divide God's word and understand, bring those things line upon line, Also right? das ist keine Chronologie, wir müssen diese Dinge richtig teilen und Linie auf Linie verstehen und zusammenbringen. Okay, because when you go to Jeremiah 29, Wenn, speaking about this 70 years, wenn ihr zu Jeremia 29 geht, dann spricht es über diese 70 Jahre. verse 10, Vers 10. it says, For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you. What's he going to do? Was wird er tun? He's going to visit them, Er right? wird sie besuchen oder heimsuchen. And perform my good word towards you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. So, what are you doing at the end of the 70 years? Vers 12. Was tust du am Ende der 70 Jahre?
Okay, so Du betest. where are you praying? Here, right? Und du betest ja hier drin. Okay, so there's something about these 70 years, right? That because, for instance, right, here is the end, Und da ist etwas über diese 70 Jahre, was wir verstehen müssen. Und hier zum Beispiel ist das Ende. and here is the end, Und right? hier ist das Ende. These two ends. Diese zwei Enden. But it says when you get here, the end has come upon my people, right? Und wenn man hier hinkommt, sagt es, das Ende ist über mein Volk gekommen. And this is where God's people are sighing and crying and praying unto the Lord, Und right? hier seufzen und klagen Gottes Volk und sie beten zum Herrn. So somehow this is marking the end of this 70 years. There's like just like here, there's this short period right at the end, right? Also irgendwie markiert es hier das Ende der 70 Jahre, so wie auch hier ist diese kleine Zeitspanne kurz vor dem Ende. Because in just verse 12, Vers 12. then ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me when ye search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Right? So, I mean, whether it's marking just right at the end here where you're humbled in the dust and he now accepts your prayer, right? That might be the case, but it's definitely marking that experience that takes place in here, right? Also ob das jetzt markiert, dass es da am Ende ist, wenn du in Staub gedemütigt bist und er dein Gebet annimmt, könnte auch sein, aber auf jeden Fall markiert es hier diese letzte Erfahrung. Okay, because we read this quote yesterday, right? Wir haben dieses Zitat gestern gelesen, That when Cyrus surrounded Babylon, what was it to the Jews? also als Kyros Babylon umlagert hat, was war das für die Juden? A sign, Das war right? ein Zeichen. Okay, and I was putting it right here, right? Ich habe das hier hingesetzt. So somehow this whole thing is marking the end of the 70 years, right? Also irgendwie markiert dieses Ganze hier das Ende der 70 Jahre. Okay, because when he surrounds it, it's a sign to them that their deliverance was drawing nigh, right? And it's right here where we mark that, right? Weil als dieses Zeichen kam, das war für sie ein Zeichen, dass ihre Befreiung nahe war. Und das haben wir immer hier markiert. And remember, when he comes to Babylon, how does he get in there? Und denkt daran, wenn er nach Babylon kommt, wie kommt er da rein? How does he get into Babylon? Wie kommt er in Babylon herein? To the gates that are left open. Yes, there's a gate open, but what does it mark? Ein Tor wird geöffnet, aber was markiert ist? Triumphaler Einzug. It might parallel that. I don't know how you come to that. We're talking about a gate being left open. Think of gates. Also denkt an Tore, die geöffnet sind. What does it mark? Was markiert ist? The key. Yeah, the key. The door is opened and no man can shut, and shutteth and no man openeth. Diesen Schlüssel, weil es sagt, diesen Schlüssel, damit niemand zuschließt und niemand öffnen kann. Go to Isaiah. Gehen wir zu Jesaja, Chapter 45. Kapitel 45. Verse 1. Vers 1. It says, Thus saith the Lord to his anointed. To his whom? Zu wem? His anointed, Zu right? seinem Gesalbten. To Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. What do you have here? Was hat man hier? It's a door that no man can openeth and no man can shut. Das ist Right? eine Tür, die niemand öffnen kann und niemand zuschließen kann. Same principle that's Dasselbe marking, right? Prinzip, was hier markiert ist. Right? And this is Christ, this is the deliverer, Und right? das ist Christus, das ist der Befreier. So the deliverer has to be marked as coming here, Also right? der Befreier muss markiert sein, dass er hier kommt. So it's the end of the 70 years, but
just before the punishment comes, right? Das ist das Ende der 70 Jahre, aber kurz bevor die Bestrafung kommt. So when they come to the end of the 70 years, they begin to pray and sigh and cry for their deliverance, and they get delivered, right? Also wenn sie zum Ende der 70 Jahre kommen, da fangen sie an zu seufzen und klagen und zu beten und Befreiung, bis sie dann hier am Ende freigesetzt werden. Okay. You can see that, so you got to look at these things very closely, Also right? ich hoffe, ihr könnt das sehen, das müssen wir uns eben ganz genau anschauen. Okay, but if we go to Leviticus 26. I'm just going to go on another train of thought. Gehen wir jetzt zu 3. Mose 26, wir werden noch einen anderen Gedanken nachgehen. On the same topic, but a different thought. Über dasselbe Thema, aber noch ein anderer Gedanke. So Leviticus 26, verse 27. 3. Mose 26, Vers 27. And it's speaking about the destruction of Jerusalem. Und es spricht über die Zerstörung von Jerusalem. Okay, the 4, 7 times, right? 4, 7 Zeiten. Now remember, Ezekiel is taken up, he's given the vision right here, right? Und denkt daran, Hesekiel wird heraufgenommen und ihm wird hier diese Vision gegeben. Now why would Ezekiel be here? Warum wäre Hesekiel hier? Who is Ezekiel? Wer ist Hesekiel? He's the deliverer, Er ist right? der Befreier. Because in Ezekiel 37, what does he do here? Weil in Hesekiel 37, was tut er hier? Prophesies to the dead dry bones. He does that, but he passes them by, Er geht right? an den toten Gebeinen, er geht an ihnen vorüber. In Ezekiel 16, Christ passes them by, In right? Hesekiel 16, da zieht Christus an ihnen vorüber. Ezekiel is the deliverer who's raised up first, right? Hesekiel ist der Befreier, der zuerst aufgerichtet ist. And he's taken by the lock of his hair and he's given a vision about the hearts of these people he's trying to save, Und right? er wird an der Locke seines Haares heraufgenommen und ihm wird eine Vision gegeben über die Herzen von denen, die er versucht zu retten. And how many abominations is he shown? Und wie viele Gräuel wird ihm gezeigt? 4, right? 4. And Joel, who is Joel? Und wer ist Joel? He's the deliverer, Er ist right? der Befreier. And what does he say to them? Was sagt er zu ihnen? He passes a message down to 4 generations, Er right? gibt eine Botschaft weiter an 4 Generationen. Okay, they are at the 4th generation, but he says now they have to have the same opportunity down to 4 generations, right? Also sie sind an der 4. Generation, aber dann sagt er ihnen, dass sie jetzt diese Möglichkeit noch haben bis zu 4 Generationen. Okay, because yes, Ezekiel is marking these 4 abominations in here, right? Weil Hesekiel, er markiert hier diese 4 Gräuel. And Leviticus 26 is talking about these 4 abominations, right? 3. Mose 26 spricht über diese 4 Gräuel. Okay, but this now is the 4th, and it's so that's where Joel is standing. Joel is standing at the 4th, right? Und das ist jetzt eben das 4., was wir lesen werden, und Joel steht hier auch bei dem 4. And he's just go to Joel, just so we can get this context. Gehen wir zu Joel, damit wir diesen Kontext verstehen. Joel chapter 1. Joel 1. Verse 4. Joel 1, Vers 4. It says, "That which the palmer worm hath left," past tense, Das ist Vergangenheit. "hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten." How many? Wie viele? 4, right? 4. "Awake, ye drunkards, and weep and howl, all ye drinkers of wine." What's he saying to them? Was sagt er zu ihnen? Awake, right here, right? Wacht auf. It's Hier. midnight, Es ist Mitternacht. right? "Because the new wine, for it is cut off from your mouth, for a nation is come upon my land." Which nation? Welche Nation? The north. Der Norden. It's the destruction of Jerusalem, Das right? ist die Zerstörung von Jerusalem. They've come up and they've surrounded Jerusalem, Sie right? sind heraufgekommen und haben Jerusalem umlagert. And what does he tell them to do? Was sagt er ihnen zu tun? To weep and howl and sigh and cry, Sie right? sollen seufzen und klagen und rufen und weinen. Down to 4 generations, right? Bis zu 4 Generationen. Okay, so
And this is what Ezekiel's doing. Ezekiel he's the deliverer, and he's showing them the abominations, symbolized by these 4 generations, in their hearts. Das macht Hesekiel. Er ist der Befreier und er zeigt ihnen diese 4 Gräuel in ihren Herzen bis zu 4 Generationen. Okay, so here in Joel you see they're at the 4th, right? Also in Joel können wir sehen, sie sind am 4. And Leviticus 26 verse 27 is the 4th 7 times. Und 3. Mose 26, Vers 27 ist das das 4. Mal von den 7 Zeiten. Which is the destruction of Jerusalem. Das ist die Zerstörung von Jerusalem. Verse 27. Vers 27. And if you will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I will chastise you 7 times for your sins. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours. And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. And I will scatter you among the heathen, and will draw a sword out after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lieth desolate, and ye be in your enemies' land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbath. Right? So we're at the 4th here, right? Wir sind jetzt beim 4. And he's telling them what is going to happen, right? Der sagt ihnen jetzt, was geschehen wird. So who has come up and surrounded them right here? Also wer kam hier rauf und hat sie hier umlagert? The north, right? Gog, Der Norden, Gog, Putin. Putin. Right? This is what's been illustrated, right? Das wird dargestellt. And what's he doing? Und was tut er? Laying the cities waste, Er right? legt die Städte wüst. And what should they be doing? Und was sollten sie tun? Lamenting, sighing and crying, right? Sie sollten wehklagen, seufzen und klagen. 2 people asked me the same thought yesterday, Und right? 2 Leute hatten mich Or denselben 2 times I got asked the same. Also zweimal wurde ich dasselbe gefragt. Okay, because yesterday we're putting in place here, Sister White takes Cestius, or the surrounding of Jerusalem by Cestius, and marks it here, right? Und Ellen White hat, gestern haben wir gelesen, wie Ellen White dieses Umlagern von Jerusalem durch Cestius markiert und es hier Okay, no, I'll rephrase that. She takes where Cestius flees away here, excuse me. Also sie nimmt das ja, wo Cestius dann hier wegflieht. What did Satan do at the end of the 3 times? He fled away from Christ, right? Was hat Satan am Ende von diesen 3 Mal gemacht? Er ist von Christus geflohen. Christ's temptation was finished. Christi Versuchung war zu Ende. But what was immediately about to begin? Aber was war sofort, was fing dann sofort an? The belly experience for the rest, Die right? Baucheserfahrung für den Rest. Okay, so she marks it, she says, here was the sign and the time for them to flee, right? Hier sagt sie, das war das Zeichen für sie, die Zeit, wo sie fliehen sollten. Okay, so God's true people, right, fled, right? Also Gottes wahre Volk ist hier geflohen. But what did the false ones do? Was haben die Falschen getan? Okay, so how many children do you have in the womb? Die sind denen nachgejagt. Wie viele Kinder hat man im Bauch? One is in the house, tarrying. He's in safety, right? 2. Und einer ist im Haus, er verzögert und er ist in Sicherheit. What's Esau do? Was tut Esau? He's a hunter, right? Er ist ein Kämpfer. And he's out in the field conquering those beasts, Und er ist right? im Feld und er besiegt diese Tiere. What do the false Jews do right here? Was tun die falschen Juden hier? They go and chase Putin and his men, right? Sie gehen, also sie jagen Putin und seinen Right? Männern nach. And it says they are stubborn. They just refuse point blankly to give up, right? Und es sagt, sie sind stur und sie weigern sich einfach aufzugeben.
So do we see a stubborn resistance from Ukraine? Können wir einen sture Widerstand sehen von der Seite von Ukraine? Yes, right? So Ja. the point is that both the true Jerusalem and the false Jerusalem are both being illustrated in this struggle here, Der right? Punkt ist, dass sowohl das wahre Jerusalem als auch das falsche Jerusalem hier in diesem Kampf markiert sind. Okay, and there's two outcomes at the end. Und es gibt zwei Ergebnisse am Ende. Okay, so let's read on in Leviticus 26, and we'll close on this point as we'll bring it up tomorrow, right? Und lesen wir das noch in 3. Mose 26. Mit dem Punkt werden wir auch abschließen und dann morgen weitermachen. So, verse 33. Vers 33. So, those that don't humble themselves, those that don't flee into the refuge city, Diejenigen, die sich nicht demütigen, die nicht in die Zuflucht fliehen. it says, and I will scatter you amongst the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. Right, so last verses. Let's go to 2 Chronicles 36. Letzte Verse gehen wir zu 2. Chronik 36. Now remember, Miller's rule says symbols can have more than one signification. Und Right? denkt daran, Millers Regeln sagen, dass Symbole mehr als eine Bedeutung haben können. So you can have the same symbol, two different places in the Bible, but one place it's illustrating something, another place it's illustrating something else. Man Right? kann dasselbe Symbol haben an verschiedenen Orten in der Bibel, aber bei dem einen stellt es eine Sache dar und bei dem anderen stellt es was anderes dar. Okay, verse 17. Vers 17. Therefore he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary. Okay, this is the destruction of Jerusalem, Das right? ist die Zerstörung von Jerusalem. And had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped for age, he gave them all into his hand. What's that? Was ist das? Now, what is it? Where do we find it? Give Wo me a thus saith the Lord. finden wir das? Gib mir einen. Isaiah 13, where else? Jesaja 13. Ezekiel 9, right? Ezekiel 9. Ezekiel 9 is marking the destruction of Jerusalem. Ezekiel 9 markiert die Zerstörung von Because Jerusalem. Isaiah 13 is marking the destruction of Babylon. It's the same principle, but we're dealing with Jerusalem. Weil Right? Jesaja 13 markiert die Zerstörung von Babylon. Das ist dasselbe Prinzip, aber wir sprechen ja über die Zerstörung von Jerusalem. Okay, so Ezekiel 9. The 5 men with the slaughter weapons go after the sealing is finished. Right? Ezekiel 9, diese 5 Männer mit den Schlachterwaffen, sie gehen vorwärts, nachdem die Versiegelung abgeschlossen When the last man has entered into the refuge city and put the blood on the doorpost, the destroying angel comes, Wenn right? der letzte Mensch When the last man's entered into the refuge city and put the blood on the doorpost, Also wenn der letzte Mensch, wenn die Zufluchtsstadt reingekommen ist und das Blut an die Türpfosten gemacht hat, the destroying angel comes, dann right? kommt der zerstörerische Engel. Right? And the destroying angel is the 5 men with the slaughter weapons. Und der zerstörerische Engel sind die 5 Männer mit den Schlachterwaffen. And they slay young and old and they spare none, Und right? sie schlagen alt und jung und sie verschonen niemanden. Okay, this is what we read here in verse 17, Das können wir hier in Vers 17 lesen. verse 18. Und jetzt lesen wir Vers 18. And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his princes, all these he brought to Babylon. And they burnt the house of God, and brake down the walls of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the goodly vessels thereof. This is what's to come, right? Steht noch bevor, das soll noch kommen. This punishment right here, we have to see taking place before our eyes, Diese right? Bestrafung, von der wir hier lesen können, müssen wir vor unseren Augen stattfinden sehen. And they burnt the house of God, brake down the wall of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the goodly vessels thereof. And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon, where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia.
to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Who's he quoting? Wen zitiert er? Jeremiah, Jeremia, the 70 years. die 70 Jahre. Until the land had enjoyed her Sabbath, for as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. So where is it now marking the beginning of the 70 years? Wo markiert es jetzt den Anfang der 70 Jahre? Here, right? Hier am Ende. Okay, from the fullness of the time forward, right? So, Der Fülle der Zeit vorwärts. okay, when Christ was born, where did he go? Als Christus geboren wurde, wo ist er hingegangen? Nach Ägypten. Yes, but into the wilderness for 1260, In die right? Wüste für 1260. Right? So we have the 400, the 1260, the 70 here, Wir right? haben die 400, die 1260, die 70 hier. But I want to show you that they're also marking from this point to here, right? Aber ich möchte euch zeigen, dass es auch von diesem Punkt bis hier am Ende markiert But ist. we're going to show that there's a difference between this, what's marked here, and this, what's marked here, Aber wir right? werden zeigen, dass da ein Unterschied ist zwischen dem, was hier markiert ist und dem, was hier markiert ist. That this, from this point forward, is depending on which group you are, it represents a positive thing, right? Und das von diesem Punkt an hier, es ist abhängig natürlich von welcher Gruppe du bist, es ist etwas Positives. Because the group that gets punished, they're no more, they're now dead, right? So Right. it's done for, right? Weil die Gruppe, die hier bestraft wird, sie sind tot, für sie ist es jetzt abgeschlossen. Not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Nicht ein Christ ist in der Zerstörung von Jerusalem umgekommen. You know, those, they were crucified and the bodies were piled high, right? Die anderen, sie wurden gekreuzigt und ihre Körper wurden aufgestapelt. Okay, so we'll stop there and we'll take up this thought tomorrow morning, Wir right? werden jetzt hier aufhören und morgen diesen Gedanken wieder aufnehmen. Everybody follow. Konnte jeder folgen? I'm not talking about this point, everybody follow until we've got to here, Ich spreche right? jetzt nicht über diesen Punkt, konnte jeder folgen, bis wir zu dem Punkt Yes. ankamen. This we'll deal with tomorrow, right? Also mit diesem Punkt werden wir dann morgen weitermachen. Yes? Ja, Okay, let's... lass uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you that we can go through it again. Herr, wir danken dir, dass wir da wieder hindurchgehen können. And Lord, we so thank you that you show us how you want to save us and save the rest of the people. Und Herr, wir danken dir, dass du uns zeigst, wie du uns retten willst und auch den Rest der Leute. And help us to really become established in these different illustrations. Bitte hilf uns, dass wir wirklich in diesen verschiedenen Darstellungen etabliert werden. And I also want to ask you that you help us to rightly divide your word, Und ich möchte auch bitten, dass du uns hilfst, dein Wort richtig zu teilen. that in each illustration we would see what you want to show with it, Dass wir in jeder Darstellung sehen können, was du uns damit zeigst. and that we then understand why these things can overlap and sometimes seem to be conflicting. Und dass wir dann sehen können, warum manchmal die Dinge sich überlappen oder im Widerspruch stehen. Seem to. Also im Widerspruch zu scheinen stehen. And that we can then see how they are in harmony with one another. Und dass wir dann sehen können, wie sie in Harmonie miteinander sind. Lord, we ask you to please teach us your ways, Wir bitten dich, Herr, dass du uns lehrst deine Wege and that we would rightly also understand literal and spiritual, und dass wir auch das Buchstäbliche und Geistliche richtig verstehen. and that we would not mix these things,
dass wir diese Dinge nicht vermischen and that we can always come to right conclusions. und dass wir immer zur richtigen Schlussfolgerung kommen können. And we thank you, Father, that you place us under the schoolmaster, Und wir danken dir, Vater, dass du uns unter den Schulmeister platzierst, that we can learn of you, dass wir von dir lernen können and that we can start thinking like you think. und dass wir anfangen, so zu denken, wie du denkst. And we thank you for the promise that the Holy Spirit will guide us into all truth. Und wir danken dir für die Verheißung, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit lenken wird. And we ask now for today Und wir bitten für heute, that you would abide with us, dass du mit uns bleibst and that we would continue thinking upon these things. und dass wir weiterhin über diese Dinge nachdenken. And we ask and pray in Jesus' name. Wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Mm.